COB bei Infrarotheizungen. Diese Frage stellt sich sehr oft. Herzlich willkommen beim neuen Video. Der COB ist so in aller Munde, wenn es heute um Wärmepumpen geht, weil dann hat man ja ein COB 1:3, 1:4. Ja, bei 10 Grad plus wird es gemessen, habt ihr das auch gewusst? Das heißt, der Wirkungsgrad, sprich von der Energie zur Wärme, das ist im Prinzip dieser COB. Wenn ich jetzt aber hernehme, dass heute die Außentemperaturen zu 0 oder geschweige ins Minus gehen, dann schaut es bei Wärmepumpen mit dem Wirkungsgrad alles andere aus. Dann reden wir bei Wärmepumpen auch sehr schnell von 1:1, sprich Energieeinsatz zu Wärme. Aber das hört man ja sehr oft. Ja, Infrarotheizung ist eine Stromheizung und das ist 1:1. Das höre ich hunderte Male. Aber ich sage eins, das ist nur Unwissenheit. Es trifft zu Widerstandsheizungen, die was heute nur mit einem Heizdraht, mit einer Heizfolie, vorne ein Glas, ein Metall oder ein Spiegel erwärmen, dass ich meine 100, 120 Grad habe, dass ich heute eine Infrarot-Abstrahlwärme habe, aber den großen Unterschied, diese Platten haben alle keine Reichweite und deswegen, da bin ich ganz bei euch, die sind 1:1 heute vom Aufbau als wie die alten Elektroheizungen. Also reden wir heute die Watt zum Wirkungsgrad 1:1. Also sprich, die Wärme, was ich heute erzeuge, ist 1:1. Das heißt, ich kriege aus 1 Kilowattstunde 1 Kilowatt Wärme raus. Aber das ist jetzt genau der springende Punkt. Wie schaut es denn bei Celsius aus? Ich kann euch eins sagen, der Celsius-Wirkungsgrad ist viel, viel, viel höher, als wie es bei Wärmepumpen jemals sein wird. Aber unabhängig davon, ob wir -10 oder -20 oder -30 Grad haben. Warum? Um heute Bauteile zu aktivieren, um heute Speicherwärme zu erwärmen, braucht sie als allererstes einmal Infrarotreichweite. Ohne Reichweite kann ich nicht alle Bauteile im Raum erreichen. Das heißt, wenn die Raumtiefe 5, 6 Meter ist, wie wollt ihr mit 1 Meter Infrarotreichweite, was heute 90% der Infrarotheizungen gar nicht schaffen, wie wollt ihr damit heute eine Bauteile erwärmen? Das geht nicht. Also habt ihr genau deswegen euren hohen Stromverbrauch, weil der Wirkungsgrad nicht da ist. Und wenn dann die Gebäudehülle schlecht gedämmt ist, dann funktioniert es gar nicht mehr. Und das ist jetzt genau das, ob ich die Luft erwärme oder ob ich die Bauteile erwärme. Bei Celsius ist es so, dass ich alle Böden erwärme, die Decken und alle Wandflächen. Und jetzt für alle, die was ein bisschen heute mitrechnen wollen, dort haben wir einen 20 Quadratmeter Raum Grundfläche rechnen, dann rechnet heute bitte die Wandflächen, alle 4, und dann rechnet die Decken noch dazu. Ihr kommt ganz schnell drauf. Das ist ein Faktor von 1:6, wenn ich in der Speichererwärmung heute rechne. Wenn ich heute noch zusätzlich rechne, dass ich heute jede Tischoberfläche, Unterfläche von einem Tisch, jeden Sessel, Oberseite, Unterseite, jedes Kastel, jede Wohnungseinrichtung, Oberseiten, Seitenteile, Flächen, rechnen jetzt einmal die ganzen Flächen durch und ihr werdet draufkommen, ja hey, das ist ja ein riesiger Faktor zwischen der Grundfläche und dem im Endeffekt, was ich Wärme aufbaue. Und jetzt werde ich was sagen. Wenn ihr heute zum Beispiel für einen Raum 3 kW Heizleistung braucht, dann kann euch ganz schnell passieren, wenn ich mit Celsius heute heiz, dass ich heute auf 0,2 kW in der Stunde runterkomme, genauso heute auf 0,1 kW. Und dann sollen wir heute mal alle einmal im Prinzip einmal schneller rechnen, wenn ich heute weniger Energie benötigt, als wie was gerechnet ist in einer Energieauswahl. Wie geht das? Das geht genau deswegen, weil ich nicht die Luft erwärme, weil ich heute einen enormen Wirkungsgrad habe, weil ich alle Oberflächen nachhaltig erwärme und dadurch hat Celsius ganz einen enormen Wirkungsgrad in der Bauteilaktivierung, in der Speicherwärme. Und da reden wir heute ganz locker von einem Einsatz, wenn ich heute einen vernünftig eingerichteten Raum habe, von 1:8, 1:10. Und so kommt heute genau der Wirkungsgrad mit Celsius zustande. Aber jeder wird wieder mal skeptisch sein. Ich blende euch jetzt da dazu einmal ein paar Stromverbräuche ein. Und dann seht ihr jetzt einmal, wie wenig Energie heute Celsius heute unten braucht. Ihr seht jetzt da die Verbräuche neben mir. Und dann werdet ihr heute anders denken und dann werdet ihr euch die Frage stellen, was ist Celsius anders?
Und genau das ist unsere Technologie. Wir haben heute Infrarot auf 12 Meter Raumtiefe. Wir können Speicherwärme aufbauen, weil wir das Mauerwerk verbessern, indem dass wir die Baufeuchtigkeit aus dem Mauerwerk entfeuchten. Das heißt, ihr verbessert euer Gebäude auch im Altbau, weil heute der Wärmedämmwert sich verbessert, auch ohne Dämmung, weil ich über die Speicherwärme arbeite. Und das ist genau deswegen, dass heute der COB bei unserer Celsius-Heizung im Speicherwirkungsgrad enorm ist. Und da kommt heute auch keine Wärmepumpen dorthin, weil es ja wieder nur Lufterwärmung ist. Wir sind zudem noch wartungsfrei, verschleißfrei auf 40 Jahre. Da habt ihr jede Zentralheizung 3 bis 4 Mal komplett getauscht. Ein bisschen weiterdenkt, PV und Stromspeicher in Kombination mit Celsius ist wunderbar, weil dann könnt ihr heute in die Richtung gehen, dass ich sage, ich kann nahezu autark sein. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut rein auf www.infrarotimel.at, tut unseren Kanal liken und abonnieren. Und die werde ich unten in der Videobeschreibung bzw. in die Kommentare ein paar gute Links rein tun. Schaut rein und geht auf unsere Homepage, dann wisst ihr mehr. Viert euch!